Ich freue mich, Sie zur Auftaktveranstaltung des achten Altersberichts begrüßen zu dürfen. Ältere Menschen und Digitalisierung, das war bereits bei der Beauftragung der Kommission 2018 ein heißes Thema. Es ist aber derzeit unter den Auswirkungen der Pandemie noch einmal ganz anders in den Vordergrund gerückt. Und so freue ich mich, dass wir heute die Themen des achten Altersberichts gemeinsam mit Ihnen, Frau Ministerin Dr. Giffey, mit Ihnen, liebe Kommission, lieber Herr Obst, aber vor allem auch mit Ihnen, liebe Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung, diskutieren können. Ich begrüße die Bundesseniorenministerin, Frau Dr. Franziska Giffey, und übergebe an Sie das Wort. Guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Professorin Dr. Müller, sehr geehrter Herr Professor Dr. Kruse, sehr geehrte Mitglieder der achten Altersberichtskommission. Ich grüße Sie herzlich aus dem Bundesseniorenministerium und ich grüße die Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Sie sehen, wir nutzen alle Möglichkeiten, um mit Ihnen in den Kontakt zu kommen, und es geht, wie auch hier hinter mir schon zu sehen ist, um den achten Altersbericht der Bundesregierung. Es ist bereits eben die 8. Fassung und es sind knapp 160 Seiten. Ich kann es hier nochmal auch zeigen zum Thema ältere Menschen und Digitalisierung. Und es gibt für diejenigen, die den Altersbericht jetzt nicht durcharbeiten wollen, auch noch eine Kurzfassung. Und das ist die Kurzfassung Erkenntnisse und Empfehlungen des 8. Altersberichtes. Auch das bekommen Sie bei uns auf der Homepage. Wenn Sie nachlesen wollen und ein bisschen weniger Zeit haben, dann nehmen Sie die Kurzfassung. Wenn wir uns die ältere Generation ansehen, über 22 Millionen Menschen in Deutschland sind über 60 Jahre alt. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung und ich finde das immer wichtig, dass man einmal auch weiß, um wie viele Menschen es hier eigentlich geht, wenn wir darüber reden, wie wir auch Zugang schaffen wollen zur Digitalisierung. Und wenn wir uns überlegen, was sind die Bedingungen tatsächlich für eine erfolgreiche Digitalisierung, für auch eine erfolgreiche Teilhabe der älteren Generation, dann sind es zwei Hauptbedingungen. Das erste ist das Thema Zugang zu den digitalen Diensten. Da geht es natürlich um die Breitbandversorgung über die Ausweitung von auch kostenlosen Internetzugängen in den Kommunen, aber auch in den stationären Einrichtungen. Und hier sind Bund, Länder und Kommunen gemeinsam gefragt, und auch die Wirtschaft, das in die Hand zu nehmen. Also das Thema Zugang ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, dass wir natürlich auch Menschen brauchen, die Kenntnisse haben, Kompetenzen haben im Umgang mit digitaler Technik, mit digitalen Angeboten. Und wir werden mit der BAXO zusammen einen Digitalpakt Alter schließen und zusammenarbeiten, um Vorschläge zu machen, wie man hier an dieser Stelle noch besser werden kann und auch die Angebote noch weiter ausbauen kann. Vielen Dank, liebe Frau Ministerin Dr. Giffey, Sie haben eigentlich schon ganz zentrale Punkte angesprochen, die wir jetzt gleich in der Diskussion auch noch mal vertiefen werden und die der achte Altersbericht sozusagen alle auch mitbringt und die sich natürlich, Sie haben es eben ja auch schon gesagt, durch die Pandemie noch einmal verstärkt haben. Bevor wir in die Diskussion gehen, freue ich mich nun, dass Herr Professor Dr. Andreas Kruse noch einmal den achten Altersbericht in seinen Schwerpunkten Ihnen allen vorstellen wird. Herr Kruse ist Leiter des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und schon langjähriger Vorsitzender der Altersberichtskommission und eben auch der achten Altersberichtskommission. Lieber Herr Professor Kruse, Sie haben das Wort. Ich freue mich, dass ich Ihnen einige zentrale Aussagen aus dem achten Altersbericht vortragen darf. Digitale Technologie verstehen wir als ein sehr breites Produktangebot. Und wir haben in unserem Kommissionsbericht uns auch dafür entschieden, nach einer Einführung in den Begriff der digitalen Technologie diese unterschiedlichen Lebensbereiche, die gerade für ältere Menschen auch von großer Bedeutung sind, aufzugreifen, systematisch zu betrachten aus der Perspektive der digitalen Technologie und vor allen Dingen auch wissenschaftliche Befunde anzuführen, die uns zeigen sollen, inwiefern die Nutzung solcher Technologien mit einem Mehr an Lebensqualität und Lebenszufriedenheit und Partizipation verbunden ist, beziehungsweise auch die Lebensformen und Lebensstile, die man seit Jahren praktiziert, aufrecht zu erhalten. Wir sind beispielsweise mit Fragen der Ethik konfrontiert. Wir sagen, digitale Technologie trägt dazu bei, dass der Handlungsspielraum erhalten bleibt, sich vielleicht sogar erweitert. Aber ethisch bedeutsam wird natürlich auch das Thema, dass, wenn man die Frage stellt,
hat die betreffende Person auch noch die Souveränität über die Daten, die sie erzeugt, über die Daten, die erhoben werden? Hat sie auch noch die Freiheit, wenn wir beispielsweise eine digitale Technologie anwenden, die dazu dient, die Gangstruktur, die Mobilitätsstruktur einer Person genau zu verfolgen, um herauszufinden, ob bestimmte Risikofaktoren für Stürze beziehungsweise für Erkrankungen vorliegen? Das heißt, hier geht es um Fragen der Ethik, hier geht es auch um Fragen des Rechts, hier geht es um Fragen des Verbraucherschutzes. Eine zweite bedeutsame Frage ist die Ungleichheit. Haben eigentlich alle älteren Menschen in gleicher Weise die Möglichkeit, digitale Technologien zu nutzen, beispielsweise in gleichem Maße die Möglichkeit, Zugang zum Internet zu finden? Hier sagen wir, Internetzugang ist so etwas wie ein Grundrecht des Individuums und der Staat hat die Aufgabe, das Individuum mit finanziellen Ressourcen auszustatten, wenn das Individuum einen solchen Internetanschluss selbst nicht finanzieren kann, mit finanziellen Ressourcen auszustatten, die dieses in die Lage versetzen, mit einem Internet zu arbeiten. Ein weiterer sehr bedeutsamer Punkt ist für uns die Frage der Bildung, dass wir eben sagen, wenn wir digitale Technologie zur Verfügung stellen, dann müssen wir parallel dazu Bildungsangebote unterbreiten, die das Individuum auch in die Lage versetzen, diese digitalen Technologie zu erwerben, sich diese digitalen Technologien anzueignen, beziehungsweise kompetent mit solchen umzugehen. Wir bedanken uns, das möchte ich im Namen der Kommission sagen, bei dem Ministerium, bei der Bundesregierung für die bedeutsame Aufgabe, einen Altersbericht zum Thema Digitalisierung zu verfassen. Und wir bedanken uns auch für das Vertrauen, das uns als Kommission geschenkt wurde. Lieber Herr Professor Kruse, vielen Dank für diese Ausführungen, die uns, glaube ich, sehr gut in die Diskussion jetzt starten lassen. Und so möchte ich gleich mit Ihnen beginnen, lieber Herr Professor Wahl. Wir haben es ja eben schon gehört bei der Frau Ministerin, auch Herr Kruse hat es angesprochen. Wir haben den Altersbericht sozusagen noch vor der Pandemie übergeben und nun sind wir mitten in der Pandemie. Digitale Technologien haben noch einmal einen ganz neuen Stellenwert, auch in der Diskussion darüber, wie ältere Menschen unterstützt werden können, gewonnen. Dazu die Frage, wie Sie den Beitrag digitaler Technologien für ältere Menschen in der Covid-19-Pandemie einschätzen. Bitte. Ja, vielen Dank und beeindruckt zunächst von der großen Zuhörerschaft. Das ist ganz, ganz toll. Aber genauso wichtig ist uns natürlich auch den Punkt zu machen, und der ist generell, aber in der Krise natürlich besonders bedeutsam, dass Technologien das Potenzial haben, soziale Isolationsrisiken. Und wir wissen ja, wie bedeutsam die gerade im Pflegeheim sind. Ich bin ganz sicher und könnte das auch mit Befunden jetzt noch deutlicher machen, dass 2 Wochen ohne ein Mindestmaß an sozialer Interaktion zum Verlust von kognitiven und von Disengagement, Verstärkung führen. Also insofern ist es eine unglaublich bedeutsame Anforderung, vor der wir hier stehen. Und da können natürlich robotische Strategien, Apps, Tablet-gestützte Möglichkeiten sehr große Beiträge leisten, die soziale Isolation zumindest zu reduzieren. Vielen Dank. Ja. Erstmal, ich möchte gerne es aufgreifen, analoge Unterstützung und digitale Angebote. Wie sieht es eigentlich aus? Es kommt die Frage aus dem Chat, wie verhält es sich zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern? Wie geht es mit sozialer Ungleichheit? Was sind eigentlich digitale Angebote hinsichtlich Bildung und Vermittlung? Und das möchte ich jetzt Frau Professor Claudia Müller fragen. Liebe Claudia, was ist deine Erfahrung, was ist deine Kenntnis hinsichtlich digitaler Bildung, Vermittlung? Worauf kommt es an? Ja, vielen Dank, liebe Cordula. Also Überlegungen zu entsprechenden Angeboten kann man ganz gut über den Begriff der digitalen Souveränität erklären. Und digitale Souveränität umfasst im Prinzip 3 Ebenen in Bezug auf Lernfreundlichkeit, digitale Anwendungen und Zugänge. Erstens ist die erste Ebene die Ebene der Technologie selbst. Technik muss nutzerfreundlicher werden, intuitiv nutzbar sein. Das ist eine Anforderung an Entwickler, an Unternehmen, mehr über Lernförderlichkeit ihrer Geräte nachzudenken. Die zweite Ebene ist der Fakt, dass ich in der Lage sein muss, mir digitale Anwendungen an meine Lebenswelt, an meine Bedarfe, meinen Lebensstil anpassen zu können und damit kreativ umgehen zu können. Und die dritte Ebene von digitaler Souveränität, hier geht es um die Frage, welche Lernkultur wir eigentlich in unserem Land leben. Und das heißt, was bieten Kommunen und wohnortnahe Einrichtungen an,
um mir den Weg zur Digitaltechnik leicht zu machen, dass ich das auch mit Leichtigkeit, mit Freude mir aneignen kann. Eine Forderung der Kommission bezieht sich darauf, dass es mehr lebensweltnahe und lebensweltorientierte Angebote geben muss, im Stadtquartier, im Dorf, im Dörferverbund. Angebote, die älteren Menschen helfen und dazu motivieren, sich mit digitalen Anwendungen vertraut zu machen. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass wir mehr über zugehende Angebote nachdenken im lokalen Raum. Wenn wir die unterschiedlichen Lebenswelten älterer Menschen eigentlich betrachten, dann haben wir die private Wohnung, wir haben aber auch die Situation, dass viele ältere Menschen in stationären Einrichtungen untergebracht sind. Sibylle Meier, wo würdest du sagen, gibt es eigentlich die ja immer noch am stärksten zu überwindenden Zugangsbarrieren, die digitale Teilhabe älterer Menschen immer noch verhindern, wenn wir beispielsweise an das doch für ältere Menschen ganz zentrale Kriterium des häuslichen Wohnens denken? Die Breitbandverkabelung, die notwendig ist, die Gebäude müssen entsprechend ausgestattet werden. Das ist sicherlich, wenn man auf Wohnen schaut, die absolute Grundlage dessen, dass alte Menschen auch ins Internet können und es auch in ihrer Wohnung nutzen können. Sprich, es muss heißen, Internetanschluss in jeder Wohnung, nicht nur in jedem Gebäude und natürlich irgendwie möglichst auch ein WLAN, sodass in allen Räumen der Wohnung sowas auch nutzbar ist. Und was passiert, wenn ich jetzt meine private Wohnung, in der ich mich technisch ganz gut ausgestattet habe, ich mich gewöhnt habe, ich auch Kontakt zu meinen Nachbarn und vielleicht auch Angehörigen über solche Plattformen nutze, wenn ich umziehen muss, wenn ich ins betreute Wohnen umziehen muss, wenn ich in eine stationäre Einrichtung umziehen möchte oder muss, je nachdem. Was ist, wenn ich länger einen Reha-Aufenthalt habe? Kann ich dann diese Zugangsmöglichkeiten, die ich mir selbst geschaffen habe, mitnehmen? Und im Moment ist es so, dass das nicht möglich ist. Das würde bedeuten, dass die Patientenzimmer, die Zimmer auch in der stationären Altenversorgung mit entsprechenden Anschlüssen ausgestattet sind, so dass ich meine Sachen von zu Hause dorthin mitnehmen kann und Teilhabe in jeder Form dort auch weiter praktizieren kann. Frau Böckmann, sehen Sie es denn schon, ist denn die Vielfalt des Alterns, die Bedarfe älterer Menschen an digitale Technik angekommen in der Technikentwicklung? Gerade wenn wir jetzt beispielsweise an Videosprechstunden oder andere Formen telemedizinischer Unterstützung in ländlichen Räumen beispielsweise denken. Ich würde das mal mit teils beantworten wollen. Wir sind in der Forschung und in der Technikentwicklung eigentlich schon länger an dem Punkt, dass wir sehr intensiv partizipativ entwickeln und auch durchaus Bedürfnisse älterer Menschen dort mit einfließen lassen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einsichtig, dass Angebote gerade wie Videosprechstunde und überhaupt telemedizinische Angebote nicht nochmal spezialisiert für ältere Menschen ausgelegt werden können. Da kann es nur eine Technologie letztendlich geben. Insofern sehen wir da eigentlich eher die Problematik, wie wir diese Technologie tatsächlich den in dem Fall dann Patientinnen und Patienten, älteren Patientinnen und Patienten überhaupt nahe bringen. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir gerade auch in dem Thema Forschungsförderung nochmal einen stärkeren Fokus auf den Transfer auch wirklich in die Praxis legen, in Form zum Beispiel von Reallaboren, in Form aber auch digitale Entwicklung zu koppeln mit der Entwicklung dann sozusagen realer Konzepte, wie diese Technologien dann auch in die entsprechende Dissemination kommen. Anders werden wir, glaube ich, das, was eigentlich möglich ist, verfügbar ist, auch wirklich gut ist mittlerweile, wir sind da aus dem Stadium der Kinderkrankheiten schon längst raus an vielen Stellen, werden wir das nicht in die Nutzung bringen, wie es eigentlich gut wäre. Sie haben jetzt viel angeboten. Frau Meier hat es auch gesagt, es muss das Grundrecht darauf geben, dass ich Internetanschluss habe, dass ich den mitnehmen kann. Aber wie lässt sich all das, was wir uns hier wünschen und was es aber auch braucht, finanzieren? Ich befinde mich in der unkomfortablen Lage, dass ich natürlich nicht jetzt an der Stelle konkrete Finanzierungskonzepte auf den Tisch legen kann. Was die Bundesregierung macht, steht in der Stellungnahme zum 8. Altersbericht drin. Das will ich hier gar nicht nochmal wiederholen, kann auch jeder nachlesen.
Das Wichtige ist eigentlich, dass wir zu einem Grundkonsens kommen. Dazu hat sich die Bundesregierung ja auch bekannt, dass das Thema Zugang zum Internet ein Stück weit zur Daseinsfürsorge gehört. Und bei dem Thema Daseinsfürsorge kommen wir natürlich sofort in den kommunalen Kontext und da fängt sich an, dieses Zuständigkeitsspiel zu entwickeln. Es ist nur eine Ergänzung aus Sicht der Kommission. Vielen Dank, Herr Dr. Obst, dass Sie das so breit vorgestellt haben. Ich finde, eine Akteursgruppe, die wir damit ins Boot holen müssen, damit es gelingt, ist auch die Wohnungswirtschaft. Ist der gesamte Neubaubereich, der Umbaubereich. Und da geht es nicht nur da geht es um Finanzierung natürlich, aber da geht es auch um Bewusstseinsbildung, dass in jedem Raum ein entsprechender Anschluss ist. Dass in neu errichtetem betreuten Wohnen wirklich in jedem Raum ein entsprechender Anschluss ist, nicht nur einer, der in die Einrichtung hineingeht. Das ist auch noch ein Stück Bewusstseinsschaffung, wofür ich hoffe, dass der 8. Altersbericht auch ein Stück weit beiträgt. Und ein Punkt noch ganz kurz, dass wir immer wieder gesagt haben, Herr Wahl hat darauf hingewiesen, es darf nie so sein, dass wir sagen, wir stellen beispielsweise in der Rehabilitation oder in der Pflege oder der medizinischen Versorgung insgesamt eine Alternative auf, nicht? Also entweder personale Zuwendung oder eben die Zuwendung über Robotertechnologie, sondern wir verstehen die Technologie expressis verbis als ein komplementäres Element, das im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, der pflegerischen Versorgung, der Alltagsgestaltung unterstützen soll, aber keinesfalls die personale Beziehung aufheben soll. Vielen Dank, Herr Kruse. Vielen Dank, liebe Mitglieder der Altersberichtskommission. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Obst, für diese doch sehr intensive, inhaltsreiche und doch an einigen Stellen fast zu kurz greifende Diskussion. Haben Sie herzlichen Dank, liebe Kommissionsmitglieder, lieber Herr Dr. Obst, für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Teilnahme und vor allem Sie, liebes Publikum. Passen Sie auf sich auf und aufeinander. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.